Moin zusammen, wir gucken uns heute einmal den GuliKit King Kong 3 Max Controller an. Der wurde mir freundlicherweise von Decky.net zur Verfügung gestellt. Das ist der Gaming-Handheld-Laden in Deutschland. Die haben Zubehör für die Switch, fürs Deck, fürs ROG Ally. Und da steckt an der Stelle keine große Kooperation hinter, sondern Lisa und Kevin, was den Shop für mich nochmal wieder ein Stück weit sympathischer macht. Neben dem Controller haben die beiden mir auch noch ein bisschen Süßkram mit in den Karton gepackt, was ich erstmal schwer sympathisch finde. Wir gucken direkt mal in die Verpackung rein. Wie ihr seht, ist das Ganze hier sehr schön zusammengefasst. Wir gucken mal, was in dieser kleinen Box ist. Da befindet sich nämlich ein komplettes Alternativset an Buttons drin und hinten für den Grip die Buttons. Auch das in einiger Variation. Ihr habt einmal diese kleinen Schalter, mehr oder weniger, als auch die länglichen klassischen Schalter. Wenn man sich die Verpackung für den Controller selber anguckt, ist das schon mal sehr cool. Da sind einige Makros drauf abgebildet für die man schnell mal zur Verfügung haben möchte. Und hinten kann man das Ding dann auch noch dran aufladen. Wir gehen auf die Makros weiterhin im Video nochmal ein. Dabei liegt auch ein USB-C-Kabel. Sehr gut, falls man noch keins hat. Und auch sonst immer gut ein weiteres zu haben. Gebrauchsanweisung, kleiner GuliKit-Sticker. Und eine sehr schöne Anleitung hier für die ganzen Makros, die der Controller hat. Und das sind eine Menge. Das ist einer der dicksten Vorteile, die der Controller mir bietet. Wir nehmen den Controller selbst einmal aus der Hülle. Der fühlt sich sehr wertig an. Ist ungefähr vom Gewicht her bei einem Switch Pro Controller, würde ich behaupten. Die Buttons funktionieren gut. Die Schulterknöpfe funktionieren gut. Der Analogstick fühlt sich erstmal gut an. Und wie ihr hinten seht, könnt ihr mit einem kurzen Doppelklick auf diesen Button zwischen verschiedenen Modi hin und her schalten. Switch, Bluetooth-Modi für Windows und Android. Und es liegt ein USB-Konnektor dabei, mit dem man das Ganze über ein Tausender WLAN quasi verbinden kann, damit man nochmal eine deutlich bessere WLAN-Verbindung hat als mit Bluetooth. Wenn wir hinten drauf gucken, seht ihr diese beiden kleinen Schalter. Da könnt ihr zwischen einem klassischen Trigger hin und her schalten und die unteren Schulterbuttons aber auch als Buttons benutzen. Trigger braucht ihr zum Beispiel in Rennspielen, während ihr das Ganze als Buttons vermutlich klassisch in einem Ego-Shooter besser nutzen könnt, damit die Reaktionszeit nochmal geringer ist. In diese G1 bis G4 Slots könnt ihr die Grip-Buttons einfügen. Da haben wir, wie gesagt, zwei Varianten zur Verfügung. Wir können einmal diese knopfähnlichen Dinger nehmen, aber auch die klassischen Pedals. Und beides fühlt sich gut an. Beide sind aus Aluminium, nicht aus Plastik. Was sehr gut ist, denn man muss sie hinter diesen kleinen Metalldraht stecken. Und das braucht ein wenig Mut, denn sie gleiten nicht da rein. Dafür stecken sie aber auch extrem gut fest. Wenn wir uns die Buttons einmal angucken, dann fällt euch sicherlich auf, dass der Controller in der Standardausführung wie die Switch aufgebaut ist. Das heißt, ihr habt A rechts und X oben zum Beispiel. Dafür liegt aber ein komplettes Buttonset dabei und die können auch relativ einfach ausgetauscht werden. Wie das geht, gucken wir uns auch gleich im Video nochmal an. So, weil die Button-Konfiguration gerade passt, verbinden wir das Ganze direkt erstmal kurz mit der Switch. Das hat super easy, ohne Probleme geklappt. Einfach hinten den Controller auf den Switch-Modus stellen, einmal auf den Suchen-Button klicken und der Controller wird sofort erkannt. Der große Vorteil, den dieser Controller gegenüber anderen Third-Party-Controllern bietet, ist, dass er eine Wake-up-Funktion unterstützt. Das heißt, wenn die Switch aus ist, könnt ihr sie einfach mit diesem Controller mit einem Klick auf den Home-Button wieder anstellen. Viele andere Third-Party-Controller können das leider nicht. Von daher schon mal cool. Wir gucken uns jetzt einmal die Analog-Sticks an bei der Switch. Wie ihr seht, funktionieren die gut. Kompletter Spielraum wird abgedeckt. Auch der Widerstand bei den Analog-Sticks ist extrem nice. Fühlen sich für mich genauso an, wie sich ein Controller heute anfühlen sollte. So, der Controller hat einige Features. Wir gucken uns den Rest jetzt am PC an. Und dafür tauschen wir einmal die Frontbuttons aus. Dafür wurde uns im Controller auch eine zweite Hülle mitgeliefert. Die kann man schön in der Controllerbox speichern und da ist diese Klammer mit drin. Mit der
kann man einfach direkt aus dem Controller, ohne dass man den großartig aufmachen muss, diese Buttons rausziehen. Da sieht man unten dieses Kreuz, in das steckt man einfach die neuen Buttons rein. Klingt einfach und geht tatsächlich auch sehr einfach. Und danach ist der Controller startklar für den PC oder das Steam Deck, wo ich ihn hauptsächlich benutzen werde. In der Zeit, in der ich jetzt mit dem Controller unterwegs war, ist mir kein Button stecken geblieben. Selbst nach dem manuellen Austausch der Buttons auf dem PC-Standard ist das nicht vorgekommen. Von daher erstmal soweit cool. Die Buttons haben für mich einen sehr schönen Druckpunkt. Die Schulterbuttons haben für mich einen sehr schönen Druckpunkt. Insgesamt fühlt sich das alles sehr hochwertig an. Und durch die beiden unterschiedlichen Backpedal-Varianten kann man da sogar noch ein bisschen mit experimentieren, bis man für sich die perfekte Controller-Konfiguration gefunden hat. Man kann auch ein Firmware-Update beim Controller ausführen. Das ist ein bisschen clunky, denn hierfür gibt es keine extra Software oder so. Der Controller wird über den Anschluss am PC, über eine Tastenkombination als extra Laufwerk erkannt. Und dann müsst ihr euch quasi die neue Firmware runterladen, aus einer ZIP-Datei in dieses Laufwerk packen und wenn die vom Controller erkannt wird, schließt sich das Laufwerk, der Controller schaltet sich ab und updatet sich im Hintergrund. Das kann gut gehen, wird es wahrscheinlich auch meistens. Es gibt aber auch ein paar Fehlerstellen, die sich nicht direkt erschließen. Ich habe die Datei zum Beispiel direkt aus dem ZIP-Paket reingezogen und der Controller hat sich danach nicht mehr starten lassen. Ihr müsst die Datei erst extrahieren, bevor er sie rüberzieht. Ansonsten kann es sein, dass das genauso aussieht wie bei mir. Nachdem ich das korrigiert hatte, aber überhaupt kein Thema mehr, wenn ich das aus dem Ordner da reingezogen habe, dann hat das gut funktioniert. Controller schaltet sich ab und die neue Firmware ist installiert. Jetzt gucken wir uns einmal an, wie der Motion Assist funktioniert. Hier jetzt gerade nochmal auf der Switch OLED, denn tatsächlich ist das einzige Spiel, bei dem ich wirklich mit Motion arbeite, ist die Legend of Zelda-Reihe. Und dafür gibt es auch verschiedene Modi. Ihr könnt eine Unterstützung anstellen, die euch das Motion Aiming nochmal einfacher macht. Gleichzeitig können wir auch A, B und XY swappen. Das geht auch ganz einfach mit dieser Gear-Taste ++. Und dann sind XY und A und B miteinander geswappt. Das heißt, wenn ihr das Ganze an euren Controller quasi angleichen wollt, an die Controllerbelegung, wenn ihr das an die PC-Controllerbelegung angleichen wollt, dann könnt ihr das tun. Ich habe so viel Zeit mit Zelda und Co. auf der Switch verbracht, dass sich das nicht mehr so richtig umtrainieren lässt, aber wenn man ein Spiel gerade neu anfängt und vielleicht nochmal auf die Buttonbelegung gucken möchte, dann ist das sehr hilfreich, wenn man nicht jedes Mal die Buttons austauschen möchte. Dann könnt ihr natürlich auch auf die Back-Buttons Funktionen legen. Und zwar drückt ihr dafür einmal die Gear-Taste, den entsprechenden Back-Button, den ihr nutzen wollt, und dann die Front-Taste, die damit belegt werden soll. Und das ist es dann auch schon. Wie ihr hier gerade seht, Rennen überhaupt kein Thema. Wir gucken jetzt nochmal auf eine ganz andere spannende Funktion. Und zwar könnt ihr hinten mit dem Schalter den Druckpunkt der Trigger verändern. Entweder mit einem weichen Druckpunkt oder mit einem digitalen. Das heißt, ihr seht hier einmal beim weichen Druckpunkt, dass die Zahl bis 1.0 durchläuft oder aber beim digitalen direkt bei der 1 landet. Zum Beispiel für Rennspiele wollt ihr Gas geben, bei Kurven Gas wegnehmen können. Das heißt, ihr braucht hier den analogen und zum Beispiel bei einem Shooter bräuchtet ihr den digitalen Druckpunkt, weil ihr sofort schießen wollt und nicht verzögert. Ihr kennt das vielleicht, einige Spiele sind so programmiert, dass sie bei der sensibelsten Analogstick-Berührung direkt reagieren. Beim King Kong 3 kann man dafür über ein praktisches Makro direkt eine kleine Dead Zone einstellen, die diese Mini-Bewegungen nicht mitnehmen. Dafür nutzen wir einfach das Zahnrad und dieses kleine Fenster. Und da könnt ihr sehen, dass die kleinen Ruckler nicht mehr direkt zu einer Reaktion im Controller führen und ihr hier jetzt ein ganz klein bisschen mehr Spielraum habt. Theoretisch solltet ihr mit dem King Kong 3 keinen Stickdrift bekommen können, denn es handelt sich um magnetische Hall-Effekt-Sticks. Das heißt, intern kann sich irgendwie nichts abreiben, was dazu führen könnte, dass der Controller automatisch driftet. Aber trotzdem kann es zum Beispiel auch bei euch mal, ihr habt einen tattrigen Tag oder so und deswegen habt ihr kleine Bewegungen, die die ganze Zeit auf den Controller übertragen werden, könnt ihr quasi damit ausgleichen, sodass ihr eine ruhige Kamera habt
oder nicht die ganze Zeit der Controller in irgendeine Richtung driftet. Oder möglicherweise spielt ihr ein Spiel, bei dem die Sticks super sensibel reagieren und da könnt ihr dann auch nochmal direkt am Controller mit ausgleichen, ohne dass ihr da großartig in die Settings mit rein müsst. Dann gucken wir jetzt einmal bei Shovel Knight, wie Turbo einzustellen ist. Das geht auch ganz einfach über die Gear-Taste und den jeweiligen Button. Und dann könnt ihr Turbo einstellen. Und zwar einmal so, dass ihr mit einem Dauerdruck andauernd feuert oder sogar, dass ihr Dauerfeuer nur mit einem einfachen Druck aktiviert. Nützlich könnte das zum Beispiel bei einem Bullet-Hell-Shooter sein. Dann gucken wir mal aufs D-Pad, denn auch das hat eine Funktion spendiert bekommen. Ihr könnt wechseln zwischen einem 4-Wege- oder 8-Wege-D-Pad. Und was es in der Praxis bedeutet, seht ihr hier. Wenn ihr auf einem 4-Wege-D-Pad seid, dann wechselt der Charakter nicht die Blickrichtung, wenn ihr unten einfach so ein bisschen hin und her reibt auf dem D-Pad. Und mit einem 8-Wege-Pad ist das ja wohl der Fall. Wo könnte das nützlich sein? Zum Beispiel in Fight-Spielen. Da wollt ihr ja, dass ihr einen Halbkreis machen könnt, einen Viertelkreis machen könnt. Bei Street Fighter zum Beispiel mit einem Hadouken. Bei Jump'n'Runs kann es sein, dass ihr genau das nicht wollt und deswegen nur ein 4-Wege-Pad benötigt. Das Digipad ist meiner Ansicht nach ein bisschen weicher, wie zum Beispiel im Vergleich zum 8-Bit-Do Ultimate oder dem Switch Pro Controller. Hat mich persönlich am ehesten vielleicht an Saturn Digipad erinnert, so in der Art und Weise, wie es sich anfühlt, auch wenn da natürlich diese schönen Zwischenstücke noch fehlen. Dann gibt es noch verschiedene Rumble-Modi. Ihr könnt die Härte der Rumble-Reaktion einstellen. Ich finde die Vibration jetzt nicht außergewöhnlich, super solide. Ich habe den Controller für 2 Wochen genutzt und zum Beispiel Elden Ring damit gezockt. Völlig okay, aber jetzt nichts, wo ich richtig hellhörig geworden wäre, weil das Rumble so außergewöhnlich stark wäre oder gut wäre. Was bleibt noch zu sagen? Einige Funktionen habe ich jetzt nicht extra nochmal aufgenommen. Ihr könnt beim Controller die RGB-Funktion ausstellen, sodass ihr kein Licht habt, was zum Beispiel die Akkulaufzeit nochmal erhöht. Mir sind diese Lichter nicht so wichtig, deswegen sind die bei mir aus. Ihr könnt die Joystick Sensitivity nochmal anpassen. Das heißt zum Beispiel, der Stick funktioniert nur mit 50% oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass es in diversen Schleichspielen oder so wichtig ist, wo ihr für einen Moment tatsächlich einfach nicht rennen wollt. Auf gar keinen Fall rennen wollt. Der Akku hält gut. Ich würde behaupten, bei der ersten vollen Aufladung habe ich die RGB-Lichter noch nicht komplett ausgemacht. Da würde ich behaupten, hat er wahrscheinlich so um die 15 Stunden gehalten. Und komplett ohne RGB-Lichter, keine Ahnung. Er hält wahrscheinlich länger, denn ich bin immer noch in dem Aufladezyklus. Und der Controller scheint auch in so einer Art Energiesparmodus zu wechseln, wenn er kurz davor ist auszugehen, denn dann funktioniert erstmal der Rumble-Modus nicht mehr. Und er blinkt warnend. Ja, ansonsten hat mir der Controller sehr gut gefallen. Ich habe den, wie gesagt, jetzt einfach 2 Wochen am Stück zum Zocken benutzt. Und mir gefällt er so gut, dass er mein bis dato Controller, den 8-Bit-Do Ultimate, erstmal ablöst. Der hier liegt mir tatsächlich besser in der Hand momentan. Und er hat auch so einige Quality of Life Sachen mit drin, die ich extrem nice finde, die vielleicht Standard sein sollten, aber die es meiner Ansicht nach irgendwie nicht immer sind. Und zwar Switch und PC nutzen automatisch das Standard Interface. Bin ich auf der Switch, ist automatisch der Button rechts bestätigen. Bin ich am PC, ist es automatisch unten. Das heißt, der Controller merkt sich quasi, wie er eingestellt war. Und wenn ihr jetzt am PC lieber die Switch-Steuerung nutzen möchtet, könnt ihr das einstellen. Wenn ihr am der Switch lieber die PC-Button-Belegung haben wollt, könnt ihr auch das einstellen. Und das braucht ihr nicht über eine extra Software machen, sondern es geht alles über dieses kleine Zahnrädchen in der Mitte vom Controller und einem einfachen Tastendruck. Finde ich richtig, richtig nice. Ein paar Sachen, die vielleicht nicht optimal sind, habe ich aber auch. Und zwar habt ihr ja schon diese Backpedals gesehen. Die lassen sich hervorragend anbringen. Die kann man auch wieder abnehmen. Alles kein Problem. Aber wenn ihr zu den Usern gehört, die quasi immer nutzen,
dann könnt ihr die Standard Plastikhülle, in der der Controller kam, nicht wirklich benutzen. Denn in der ist kein Platz für einen Controller mit ausgerüsteten Pedals vorgesehen. Da ist aber Platz drin für den PC-Adapter und die Zange zum Auswechseln der Buttons. Das heißt, theoretisch müsst ihr immer direkt 2 Boxen mitschleppen, wenn ihr den Controller mal mit zu einem anderen Ort nehmen wollt, was relativ wahrscheinlich ist, wenn ihr den Controller an der Switch benutzt. Oder ihr müsst den Controller ohne die Schutzhülle mitnehmen, was auch schade ist, denn die finde ich richtig cool, dadurch, dass da auch die wichtigsten Makros quasi nochmal drauf abgebildet sind. Zweite Sache, es gab eine Kontroverse darüber, dass der Controller mit mechanischen Buttons beworben wird. Ich habe mich online dazu informiert, das ist scheinbar nicht der Fall. Ich habe den Controller jetzt nicht auseinandergenommen komplett. Dafür fehlt mir der Insight an der Stelle. Ich habe mich jetzt darauf verlassen, was ich in diversen anderen Videos gesehen habe. Eine Quelle dazu findet ihr bei mir in der Beschreibung. Da scheint ganz normal ein digitaler Button verbaut zu sein. Insgesamt genügt der Controller meinen persönlichen Standards, also mehr als voll. Und die Makros und die extra Buttons, die dabei liegen, katapultieren den einfach in eine komplett andere Liga in der Preisklasse. Denn wir reden hier nicht von einem 200-Euro-Controller oder so, sondern 60, 70 Euro. Ich gucke nochmal gerade ins Skript. Wir haben die Analogsticks, die Buttons auszutauschen. Wir haben die ganzen Makros abgegrast. Ich glaube, alles, was mir an dem Controller wichtig ist, haben wir jetzt im Video abgehandelt. Wenn ihr nochmal eine Frage habt zum Controller oder wenn euch was Bestimmtes, Wichtiges nicht dargestellt wurde, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Wäre ich sehr gespannt, was euch bei einem Controller wichtig ist. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe meinen neuen Controller-Favoriten gefunden quasi. Werde auf jeden Fall ein Auge drauf halten, was GuliKit noch für weitere Controller rausbringt. Wenn euch das Video überzeugt hat und ihr euch den Controller jetzt kaufen wollt, dann findet ihr einen Link in der Videobeschreibung und zum Zeitpunkt des Videos gibt es bei Decky.net sogar noch einen schönen kleinen Rabatt da drauf. Hervorragend, was will man mehr? So, ich zocke jetzt erstmal Elden Ring weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine gute Zeit, wann auch immer ihr das guckt. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss!